In dem heutigen Video zeige ich euch ganz genau, was man auf 7 Meter unterbringen kann, wie schick 7 Meter sein können, was den Lastrada Nova EB so besonders macht und ihn von allen anderen Fahrzeugen am Markt abhebt. Ein absolutes Einzelstück, sowas gibt es kein zweites Mal bei irgendeiner anderen Marke. Warum? Seid gespannt, schaut euch das ganze Video an, mit allen Maßen, allen Details, echten und ehrlichen Preisen und der Gewichtsbilanz. Alles das seht ihr in dem heutigen Video über den Lastrada Nova EB. Dabei wünsche ich euch richtig viel Spaß. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. In dem heutigen Video zeige ich euch den Lastrada Nova EB in allen seinen Details, was ihn so besonders macht, warum er fast ein Einhorn auf deutschen Wohnmobilstraßen ist und wie er sich von anderen Fahrzeugen abhebt. Für uns als Kastenwagenhändler ist es sowieso ein ganz besonderes Fahrzeug, weil wir so ein bisschen den Zwitter haben zwischen Kastenwagen und klassischem Teilintegrierten. Ich würde sagen, er vereint das Beste aus beiden Welten in sich. Bevor wir in allen Details einsteigen in den Nova EB, denkt aber auf jeden Fall dran, auch unseren Kanal hier unter dem Video zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft informiert werdet, wenn neue Videos rauskommen. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn es neue, ganz günstige, kleine, schicke Fahrzeuge gibt, wenn es große, etwas hochpreisigere, auch super schicke Fahrzeuge gibt. Und alles dazwischen decken wir natürlich auch ab. Ja, der Lastrada Nova EB, ein Fahrzeug, was eine absolute Alleinstellung für Lastrada hat, was eine absolute Alleinstellung für uns als Togo hat. Es gibt in unserem gesamten Programm über alle unsere Marken hinweg kein Fahrzeug, was das Gleiche kann. Wir haben als Basisfahrzeug einen Mercedes Sprinter mit allen Vorteilen, die der Sprinter so mit sich bringt und auch kleineren Nachteilen, aber das erkläre ich euch gleich. Und wir haben von außen, um mal mit den Basics anzufangen, der Wagen ist 6,99 Meter lang, also knapp 7 Meter. Das ist wahrscheinlich schon nicht mehr so richtig Kastenwagen. Er ist 2,99 hoch, wenn ich keine Klimaanlage oder sowas mit drauf bestelle. Und er ist 2,15 Meter breit. Und die 2,15 Meter Breite sind im Prinzip der Punkt, an dem wir auch einsteigen können, weil das einer der Punkte ist, die ihn deutlich abheben von allen anderen Fahrzeugen, die ihr auf Sprinterbasis haben könnt. Entweder sind die Fahrzeuge klein und kompakt, in der Regel dann 6 Meter, klassischer Kastenwagenausbau, bei Lastrada wäre das zum Beispiel ein Regent S. Oder sie werden größer und klassisch teilintegrierter, dann werden sie aber auch breiter und dann habt ihr eben nicht mehr die 2,15 Meter. So ist der Wagen nämlich in der Realität gar nicht breiter, als es ein normaler Sprinter-Kastenwagen ist. Was bringt einem denn so eine Breite? Nicht so breite? So eine nicht so breite bringt euch auf jeden Fall entscheidend nach vorne, wenn es irgendwo enger wird. Wenn die Stellplätze enger werden, wenn die Durchfahrten, kleine italienische Gassen enger werden. Es ist einfach insgesamt handlicher. Grundsätzlich ist es so, dass der normale Sprinter ja 2,5 Meter ungefähr breit ist und hier 2,15 Meter. Jetzt würde man sagen, das ist doch nicht das Gleiche. Aber es sind unterschiedliche Messweisen, die da drin sind. Bei den Breitenmessung der Fahrzeuge wird immer unterschlagen, dass die Autos Außenspiegel haben, weil es meistens unterschiedliche Spiegel gibt. Beim Nova ist es aber so, dass wir, wenn wir den Spiegel hier ranklappen und wir einfach von vorne wirklich die Flucht nehmen, der breiteste Teil des Fahrzeugs ist hier vorne der angeklappte Spiegel und der nimmt hinten, die Nova-Form nimmt die Breite wieder mit auf. Das heißt, diese 2,15 Meter sind wirklich die Breite, die das Fahrzeug insgesamt hat. Und ein Regent S, um bei Lastrada zu bleiben, wäre auch 2,15 Meter breit. Da steht zwar etwas schmaleres, aber der hat hier vorne auch 2,15 Meter. Das heißt, die kommen exakt durch die gleichen Nischen durch. Und beim Sprinter ist es halt einfach so, habt ihr das schmale Auto, dann kann man einfach nicht mehr quer drin schlafen und alles ist ein bisschen beengter. Und das ist halt der Punkt, an dem Lastrada mit dem Nova einsteigt. Wir haben ein normales Sprinter-Chassis, quasi so ein Pritschen-Chassis. Und auf das Sprinter-Chassis setzt Lastrada die GFK-Monocoque-Kabine. Das heißt, der gesamte Aufbau, so wie ihr ihn hier seht, angefangen hier vorne an der Ecke, nach unten, alles nach hinten, ist im Prinzip ein Stück. Eigentlich wie ein umgedrehtes Segelschiff. Wenn ihr das über Kopf, wenn ihr den drehen könntet, könntet ihr ihn auch als Segelschiff nutzen.
Und es ist alles fest miteinander laminiert zusammen dabei. Das heißt, wir haben die Vorteile des Kastenwagens, eine super verwindungssteife Karosserie. Das Thema Dichtigkeitsprüfung oder Undichtigkeiten im Aufbau ist einfach nicht existent, weil es keine Verbindung gibt. Es ist ein Stück GFK letztendlich, was dann im Ganzen aufs Auto gesetzt wird. Und die einzigen Nähte, die wir haben, sind halt hier vorne die Verbindung zum Sprinter und letztendlich der Punkt, wo die Öffnungen drin sind. Und dadurch, dass wir das machen, können wir halt die Robustheit und die Schmalheit des Kastenwagens kombinieren mit einem breiten Aufbau, indem man eben entweder querschlafen kann, wenn man Nova M nimmt, den etwas kürzeren Bruder, oder so wie wir es hier haben, mit 2 Längsbetten. Der nette Nebeneffekt der ganzen Geschichte ist, dass wir auch ein einmaliges Äußeres haben. Die gesamten Sprinterform kann man sich ja hier auch angucken, dadurch, dass die Karosserie geformt ist. Hier sind original Sprintersicken, die ziehen sich im Prinzip bis nach hinten durch. Und so wird das Ganze viel homogener und man hat nicht hinten einen weißen Kasten drauf sitzen, sondern ihr habt wirklich so weit möglich die Formsprache vom Sprinter hinten wieder aufgenommen. Auch die Kante hier, die wäre ja technisch nicht notwendig für den Lastrada, die ist einfach da, dass die Sprinter Kunststoffleisten vorne auch im Aufbau wieder aufgenommen werden. Da können wir doch einen Schritt zurücktreten und bei diesem wunderschönen Wetter den ganzen Wagen anschauen und gucken. Das ist halt eine super elegante Variante. Ob das gefällt oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Das würde mich aber mal interessieren. Schreibt ruhig mal unten in die Kommentare, wie ihr das Konzept Nova findet. Ob ihr sagt, boah cool, endlich mal was anderes, absoluter Eyecatcher, gefällt mir gut. Oder ob ihr sagt, nee, da bleibe ich lieber bei meinem normalen Fiat Ducato Kastenwagen oder beim normalen Sprinter Kastenwagen, weil mir noch ein bisschen kompakter vielleicht noch ein Tick besser gefällt. Was auch auffällt, und man sieht schon, wie lang man über die Außen, wir reden jetzt nur über eine Seite von dem Nova, ist, dass wenn man eine eigene Karosserie formt, man auch solche Dinge wie die Markise wunderbar integrieren kann. Das heißt, hier ist ja eine feste Form drin, wo eine Aussparung in der Karosserie ist für die Markise, damit das schön bündig im Fahrzeug mit eingefasst ist. Ist übrigens auch in der Masse im fahrbereiten Zustand schon mit reingerechnet, dass man da gewichtsmäßig hat der Nova serienmäßig die Markise eben mit dabei. Und dann hat Lastrada natürlich versucht, das Ganze so elegant wie möglich umzusetzen. Zum Beispiel ist das hier vorne der Gaskasten, der hat keinen Griff mehr dran. Wir haben, wenn wir hier reingehen, hier ist ein kleiner Knopf in der Tür, noch nicht luschern, das gucken wir uns gleich alles nachher an. Hier ist ein kleiner Knopf und ich mache mal die Tür so, dass ihr gucken könnt. Wenn man den entriegelt, springt die Klappe hier auf und dann kann ich die einfach hochnehmen und dann hält die oben mit einem Magnet an der Tür und so habt ihr euren Gaskasten 2x11 Kilo. Auch ein richtig schönes GFK-Formteil, alles aus einem Stück letztendlich, dass da nichts passieren kann. Zufallen lassen wie einen normalen Kofferraum vom Auto und dann ist die Klappe da geschlossen. Ja, netter Nebeneffekt des Grundrisses ist, dass wir hier hinten eine Heckgarage haben, die richtig viel schluckt. Das ist ja, wenn man sich ausschließlich, da ist der auch mit Magnet, wenn man sich ausschließlich mit Kastenwagen auseinandersetzt, für uns immer eine Offenbarung, dass ein kleines Auto auch so viel Stauraum haben kann. Wenn man über Heckgaragen spricht, dann brauchen wir natürlich auch harte Fakten, belastbare Fakten zu maßen. Also, die wichtigsten Zahlen haben wir in der Breite haben wir 91 cm. In der Höhe, hier hinten auf der niedrigeren Ebene, haben wir 1,22 und in der Höhe hier auf dem Podest haben wir 1,05 Meter. Also 1,05 Meter, 1,22 Meter, 91 cm. Und das Ganze hier hinten quer rüber, machen wir mal hier wirklich von Klappe zu 1,97,4. Die Klappen jeweils noch einen kleinen Zentimeter weiter nach außen. Also ich denke nicht ganz 2 Meter, wenn wir hier die breitesten Stellen messen. 1,96, 1,97 sollte das durchgehend sein. Haben wir hier vorne das gleiche. Da sogar 2,2 Meter, also der Wagen wird nach vorne ein bisschen breiter. Insgesamt also ein Fahrzeug, wo ihr echt viele Sachen reinbringt. Und aufgrund der Zuladung, die als 4,1 Tonner noch da ist, ist das eben auch kein Problem, die Sachen einzuladen. Hier um die Ecke ist noch ein ganz kleiner Extra-Stauraum. Der ist aber nicht so groß, da sage ich euch nur mal schnell die Maße. Hier haben wir 57 in der Breite und 36,6 cm in der Tiefe. Da kann man wunderbar nochmal die Sachen, wo man nicht so häufig dran muss, mit reinpacken.
So eine große Garage ist ja dann so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil man sich überlegen muss, was packe ich da rein und wie will ich das haben. So wie ihr das jetzt hier seht, ist das größtenteils serienmäßig. Eigentlich haben wir nur hier oben die 230 Volt Steckdose zusätzlich bestellt. Alles andere ist von der Aufteilung serienmäßig mit da. Ihr habt immer hier auf der Rückwand die beiden Verzurrschienen, wo man mit so Nutensteinen alles Mögliche festmachen kann. Ab Werk könnte man auch noch eine Fahrradhalterung zusätzlich bestellen. Und an den kleinen Dingen, wenn wir hier unten in die Ecke gucken, ich klappe das mal auf, das ist unsere normale 230 Volt Außensteckdose, die jetzt innen im Fahrzeug ist, weil wir hier extra eine Durchführung haben. Und damit die Form und die Optik von außen richtig schön clean ist, wird das Kabel von unten durchgeführt und von innen angesteckt, damit wir von außen nicht so viele Unterbrechungen in der Karosserie haben. Ich finde den Eindruck, wie gut Lastrada verarbeitet ist, kann man hier wunderbar in der Technikecke sehen. Es ist alles sauber und schön verpackt. Wir haben jetzt hier in dem Wagen relativ viel Ausstattung, deswegen kann man das ganz gut zeigen. Wir haben Solar-Laderegler, wir haben Ladebooster, wir haben das große Ladegerät, die ganze Bordelektrik, Relais, all sowas hier mit drin. Und in der unteren Etage haben wir jetzt auch 1700 Watt Wechselrichter und eine Lithium-Batterie mit drin. Die hat jetzt 120 Ampere-Stunden. Platzmäßig würde hier auch noch eine zweite hinpassen, dann hättet ihr 240 Ampere-Stunden insgesamt. Und das Ganze auf der gegenüberliegenden Seite, was ich auch total schick finde, mit der Leuchte oben in der Ecke, die ist mit einem Bewegungsmelder gekoppelt. Das heißt, sie geht wenn ihr die Klappe aufmacht, geht sie automatisch an. Und wie oft kommt man zum Auto, hat irgendwie die Hände voll, sagt, boah, ist das dunkel, aber einmal Kopf reinstecken, dann geht sie von alleine mit an. Ebenfalls ganz kleines, nettes Feature. Hier oben haben wir eine Kleiderstange mit drin. Sicherlich kein großer Aufwand, das zu haben, aber so könnt ihr einfach hier immer, wenn ihr zurückkommt, einfach Jacken oder sowas mit reinhängen. Und ich weiß zum Beispiel, dass wir bei den ganzen alten Novas, weil wenn wir uns einmal umdrehen, das ist die Form des alten Novas, da gab es sowas nicht. Da haben wir bei fast jedem Nova hier bei uns in der Werkstatt dann von unten noch Kleiderstangen mit an das Bett rangehängt, dass man das hatte. Ist übernommen worden, haben wir jetzt serienmäßig mit drin. So, die Klappe machen wir erstmal wieder zu und gönnen uns den Blick von hinten. Wir haben jetzt hier die Farbe, von außen ist die Farbe Selenitgrau, das gucke ich kurz nach, oder Tenoritgrau. Sekunde. Bin ich noch drauf? Ja. Ah, gut, da bin ich wieder. Tenoritgrau ist die Außenfarbe. Das ist so ein bisschen bläulich schimmernd. Das Selenitgrau ist etwas grauer insgesamt. Auch von hinten ist der Nova eine echte Erscheinung. Jetzt bin ich ja wahrlich kein zierliches Persönchen, aber ich kann mich ja einfach mal hier ins Verhältnis hinstellen. Das ist schon ein großes Auto. Sieht aus wie ein Bus von hinten. Sieht aus wie ein Bus? Gut, ja, ich finde es ja doch so ein bisschen schon. Stimmt, ich glaube, das sind auch Leuchten, die man so teilweise von Bussen kennt. Was total cool beim neuen Fahrzeug ist, dass wir bei dem neuen Nova hinten dieses große Fenster in der Rundung drin haben und dadurch habt ihr einfach drinnen ein riesen Raumgefühl und eine riesen Belüftung. Und was ich auch echt schön finde, ist, wenn man schläft, da kann nicht einfach mal jemand reingreifen und irgendwie von der Seite versuchen, da was rauszufrickeln, sondern man kann da mit einer Leiter natürlich, aber sonst kommt man da nicht vernünftig ran. Hier, der Mercedes-Stern, ist gleichzeitig die Rückfahrkamera. In dem Augenblick, wo ihr vorne Rückwärtsgang einlegt, wie man das von vielen PKWs kennt, fährt der Mercedes-Stern auf und hat dort die Rückfahrkamera mit drin. Das heißt, auch da haben wir hinten immer darauf geachtet, die Optik des Fahrzeugs so clean wie möglich zu halten. Und so hat man trotzdem beim Rückwärts einparken und bei 7 Meter Länge braucht man eben schon mal eine Rückfahrkamera, den perfekten Überblick. Was Lastrada beim Nova immer macht, ist so eine Art Zweifarblackierung. Das heißt, wir haben die Grundfarbe, so wie hier, eben das Tenoritgrau. Und dann haben wir einmal hier oben, das sieht man jetzt bei den dunklen Farben nicht so sehr, das ist in Schwarz, damit die Form ein bisschen wieder unten wieder aufgenommen wird. Dieser, ja, Diffusor ist es nicht, aber dieser optisch angedeutete Diffusor da unten ist auch schwarz lackiert. Und auch auf der Seite wird das immer wieder aufgenommen. Das heißt, wir haben die Grundfarbe des Autos vorne, ist auch die Farbe der Kabine und wird immer hier, das ist keine Folie, das ist fest lackiert, wird auch dort wieder mit aufgenommen. Hier in dem Fall in Schwarz, je nach Außenfarbe gibt es das aber auch in hellen Farben. Ja, ansonsten haben wir hier Außenkamin für die Heizung mit dabei und hier die Toilettenklappe. Und da haben wir das gleiche Prinzip wie drüben bei dem Gaskasten. Wir haben keinen Griff mehr. Wenn ihr da ran wollt, einmal die Garagenklappe öffnen,
Und hier ist eine kleine Entriegelung. Die drücke ich einmal und dann ist die Klappe hier auch aufgesprungen und ihr kommt perfekt an die Toilette ran. Der Wagen hat jetzt hier zum Beispiel eine Sogentlüftung mit dabei. Werdet ihr auch sagen, wo ist denn meine Sogklappe draußen dran? Haben wir nicht. Wir entlüften durch den Boden. Wir müssen hier mal ein bisschen hin und her springen. Hier hinten in der Ecke ist unsere Serviceklappe für die Truma-Heizung, dass man da überall rankommt. Und wenn man hier um die Ecke guckt, hier ist ganz service- und wartungsfreundlich der Sogfilter, der von dort nach unten außen entlüftet, um auch da wieder möglichst klar in der Linie draußen zu bleiben. Hier darüber, bevor wir gleich vorbeigegangen sind, übrigens die Außendusche, dass man sich im Blickschatten des Fahrzeugs hier hinten kurz abduschen kann, wenn man das will. Alternativ natürlich auch das Nasszellenfenster, wo ich einen Duschschlauch rausziehen kann. Ja, und wenn ich die Toilette entsorgt habe, ist das hier nur einmal wieder randrücken, dann ist das Ganze geschlossen. Frischwasser-Einfüllstutzen, das geht nur mit einer Klappe von außen und ansonsten haben wir den normalen Sprinter. So wie er hier steht, sind das serienmäßige, also nicht sind das 17 Zoll Alufelgen von Mercedes, in dem Fall mit den Ganzjahresreifen. Bei Mercedes kann ich wahlweise Winter-, Sommer- oder Ganzjahresreifen bestellen. Und dann gibt es natürlich im freien Zubehör alle Varianten an Felgen, kleiner, größer, schwärzer, grauer, in allen Varianten, was ihr wollt. Da kennt ihr mich ja inzwischen gut genug. Habt ihr irgendwelche besonderen Ideen, sprecht mich gerne an. Ich finde es immer spannend, solche Projekte mit euch umzusetzen. Das ist ein Lastrada Nova EB von außen, dass wir die Mercedes-typischen Highlights haben. Wir haben LED-Scheinwerfer, wir haben hier vorne alles lackiert, wir haben, finde ich, eine sehr, sehr elegante Variante. Wir haben die ganzen Kameras mit Verkehrszeichenerkennung und sowas, alles mit drin. Das, was es für einen Sprinter als Pritschenchassis gibt, können wir im Prinzip für den Nova hier auch haben. Da gucken wir aber gleich nochmal auf die Ausstattungsliste dieses Fahrzeugs. So sieht der Nova von außen aus. Und ich denke, wir gucken mal, ob das Äußere, was ja schon in meinen Augen sehr, sehr viel versprochen hat, stilistisch und inhaltlich, ob das Innere mit stilistisch und innerlich, ob das Innere stilistisch und technisch mit dem Äußeren, was wir erwarten, mithalten kann. Komplizierter Satz, manchmal sollte man einfach klar und deutlich formulieren. Lasst uns reingehen und gucken, was der Nova EB von innen kann. Bevor wir reinstarten ins Fahrzeug, bei den alten Novas gab es immer schon im Eingangsbereich 3 Kritikpunkte, die wir auch mit der größten Fantasie nicht heilen konnten, die jetzt hier allesamt behoben sind. Die Leute haben gesagt, ist es mir zu schmal. Jetzt ist das eine breite Tür, nehmt das breite Markus-Günther-Kreuz als Referenz. Da passt jeder durch, der irgendwie bereit ist, Wohnmobil zu fahren. Wer da nicht durchpasst, sollte auch nicht Wohnmobil fahren. Dann wurde immer gesagt, der Einstieg ist mir zu hoch. Das ist ganz schön laut hier. Trittstufe, jetzt serienmäßig mit dabei, fährt automatisch rein, wie das auch gang und gäbe ist, wenn ihr eine Zündung anmacht, aber auf jeden Fall mit einem ganz komfortablen Einstieg. Und dann, und das war die größte Kritik, die ich auch absolut nachvollziehen konnte, gab es keine vernünftige Fliegengittertür für das alte Auto. Jetzt haben wir hier eine Fliegengittertür, die wir wunderbar zumachen können und wer will, kann das auch, wenn man sagt, ich will ein bisschen mehr Blickschutz haben oder das nicht ganz so großflächig aufhaben, von der anderen Seite mit so einer Lamellentür zumachen. Wichtiger ist aber in dem Zusammenhang hier sicherlich die Fliegengittertür. Ja, wir schauen mal rein. Ich bin ganz gespannt. Tatsächlich nehme ich euch nämlich heute mit auf meine erste Erkundungstour des Nova EB, weil das auch für mich echtes Neuland ist. Der Wagen ist noch relativ frisch jetzt bei uns und natürlich kennen wir den schon längere Zeit. Aber im Detail haben wir uns das auch noch nicht alles angeschaut. Ich finde, bevor wir
die Klappen aufmachen und reingucken, sollten wir einmal schauen, worüber wir hier reden, damit ihr auch eine Idee habt, wo wir preislich, gewichtstechnisch und solche Dinge rauskommen. Dafür habe ich was vorbereitet und das holen wir uns jetzt mal mit dazu. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Die Liste ist lang. Wir haben ein Lastrada Nova EB, mehrfach gesagt. Wir haben 190 PS, jetzt gerade noch 3 Liter. Der 3-Liter-Motor wird ja leider in Zukunft nicht mehr vorhanden sein. Das heißt, alle Fahrzeuge, die von jetzt an bestellbar sind, werden weiterhin 190 PS zur Auswahl haben, aber dann mit einem wahrscheinlich 2 oder 2,1 Liter Motor. Bleibt aber bei 190 PS. Wahlweise gibt es übrigens den Nova auch mit Allradantrieb, dann kommt er auch noch ein Tick höher. So wie er hier steht, ist aber der normale Heckantrieb. Beim Nova, wie bei den meisten Lastrada-Modellen, geht es los mit den Technikpaketen. Wir haben Technikpaket 1, was so ein bisschen das Basic-Paket ist, was man braucht. Lederlenkrad, Multifunktionslenkrad, großes Radio, Rückfahrkamera, solche Dinge mit dabei. Dann gibt es das Technikpaket 2. Bei Mercedes ist es ja so, dass es viele Assistenzsysteme gibt, die sich aber auch untereinander teilweise bedingen. Und deswegen hat Lastrada den Weg so gewählt, dass bestimmte Assistenten zusammen in Pakete gepackt wurden, damit ihr euch dann nicht so lange mit auseinandersetzen müsst, was kann mit wem funktionieren. Ihr könnt die Pakete einzeln haben, ihr könnt sie alle haben, aber auf jeden Fall muss man es paketweise nehmen. Das Technikpaket 2 ist das, was so ein bisschen den Fahrkomfort unterwegs regelt. Da haben wir den aktiven Abstandstempomat mit drin, was sich bei Mercedes Distronic nennt, ein aktiver Bremsassistent und ein Kombi-Instrument mit Farbdisplay, also das Mitteldisplay im Tacho mit einem Farbdisplay. Das braucht man, um da die Reichweite von der Distronic einzustellen. Dann haben wir das Technikpaket 3, Müdigkeitswarner, Spurhalteassistent, Totwinkelassistent, also die kleinen Dreiecke im Spiegel. Und das Technikpaket 4, was so ein bisschen vielleicht ein Sichtpaket ist. Da sind diese coolen Scheibenwischer, Wet Wiper System, dass die Ausströmdüsen für das Wasser direkt im Scheibenwischer sind, Fernlichtassistent und ein Regensensor. Das heißt, damit deckt man schon einen Großteil der möglichen Mercedes-Optionen ab. Es gibt natürlich zusätzlich das große Navi, haben wir hier, Automatik haben wir hier, Klimaautomatik haben wir hier, Deckel für Ablagefächer, Smartphone, Ladeschein, alles, was das Herz begehrt, für da vorne. Und was noch in meinen Augen ganz wichtig ist, vergesst das nicht zu bestellen, die LED-Scheinwerfer und die Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, dass man auch da ganz komfortabel, wenn man blinkt, den Kantenbereich besser ausleuchtet. Wer will, kann noch eine beheizbare Frontscheibe haben und dann ist wahrscheinlich in Wohnmobildimensionen wirklich das ein rundum sorglos Paket an Assistenzsystem. Darüber hinaus haben wir aber natürlich auch noch die Lastrada-Option. Wir haben ein elektrisches Ablassventil mit einer Kameraüberwachung, das heißt, ihr könnt sehen, ob ihr schon über dem Abfluss seid. Wir haben hier einen Kompressorkühlschrank mit drin, wir haben eine E-Heizung, das heißt eine Heizung, die wahlweise über Gas oder Elektro heizt. Könnt ihr bei Lastrada übrigens auch wählen, ob ihr Diesel- oder Gasheizung haben wollt. Wir haben den dicken Wechselrichter, die Lithiumbatterie, ein paar zusätzliche Steckdosen, den Möbelbau Silverline mit den hochglänzend weißen Klappen und dem schwarzen Leder. Denke ich, eine sehr stimmige Variante, vor allem toll passend zu dem Äußeren. Wenn ihr euch ein bisschen Gedanken machen wollt, was gibt es bei Lastrada für Möglichkeiten, wir blenden euch mal oben einen Link ein zu einem Video, wo wir so ein bisschen aufgezeigt haben, was man Lastrada-seitig alles untereinander kombinieren kann. Ja, und dann haben wir hier zusätzlich noch eine Dachklimaanlage, die wir da hinten sehen, einen großen Dieseltank und einen kleinen Safe im Beifahrersitz. Das alles zusammen ist natürlich dann auch kein richtiges Schnäppchen, um das mal vorsichtig zu formulieren. So liegen wir bei einer Summe der Listenpreise von etwas über 140.000 Euro. Mir ist bewusst, dass das sehr viel Geld ist, aber ihr dürft immer eins nicht außer Acht lassen. Wir haben ein individuell in kleiner Stückzahl hergestelltes Fahrzeug mit einer Kabine, die für, wie viele Novas werden im Jahr gebaut? 40, vielleicht 50. Für 40, 50 Fahrzeuge entwickelt worden ist und das in einem kleinen Werk in kleiner Auflage gebaut wird, nach euren Wünschen. Und das ist natürlich eine Art Premium-Aufschlag, den man zahlt und es ist auch gleichzeitig ehrlich der teuerste Weg, ein Wohnmobil zu bauen. Baue ich einen klassischen Teil integrierten, habe ich eine Bodenplatte, stelle ich feste Möbelblöcke drauf, am Ende Wände dran, Dach drauf. Etwas einfacher, nicht so schön, nicht so dicht, nicht so verwindungssteif, aber eben auch deutlich günstiger. Und der Weg, den Lastrada mit dem Nova geht, ist eben der aufwendigste, den man gehen kann. Jetzt haben wir ganz viel Fakten
Jetzt machen wir einfach nur noch einen ganz kurzen Haken an das Gewicht. So wie das Auto hier steht, haben wir 3666 Kilo Masse im fahrbereiten Zustand. Die Frage nach 3,5 Tonnen stellt sich somit bei diesem Fahrzeug überhaupt nicht. 4,1 Tonnen ist das, was der Wagen serienmäßig hat. Wer mehr braucht, mit einer Vollluftfeder für den Sprinter hinten können wir den Nova auf bis zu 4,4 Tonnen auflasten. Das heißt, 3,5 Tonnen kann man sich mit dem Nova abschminken. Aber wenn ihr ihn als 4,1 Tonner habt, habt ihr eben auch kein Gewichtsproblem. So, Fakten, Fakten, Fakten. Jetzt wollen wir uns aber die schönen Dinge des Lebens angucken. Und dafür, denke ich, stellen wir jetzt einfach mal auf und gucken uns an, was wir haben. Ich erinnere mich auf jeden Fall an meine Urlaube im Nova zurück. Das ist nämlich genau mein Lieblingsplatz gewesen. Wir waren mit dem Nova M unterwegs. Der hat hier hinten ein breites Einzelbett. Der hatte oben die große Haube und hinten ein großes Fenster. Nicht so groß und schön wie dieses, aber auch schon schön und groß. Und ich sitze hier gerade und denke, oh, hier kommt genau die Luft rein, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das Auto ist von innen, finde ich, genauso cool und clean, wie es von außen ist. Wir haben überall grifflose Klappen. Die sind alle mit einer Magnetleiste. Das sind richtig schöne, tiefe Fächer. Ich mache euch mal hier vorne eins auf, dann könnt ihr mal einen Blick mit reinwerfen. Denke ich, ein vernünftiger Stauraum. Davon haben wir die eben 3 links, 3 rechts. Wir haben hier überall unten drunter integriert die Lichtleisten, dass man eine richtig schöne Beleuchtung hat, die natürlich auch dimmbar ist über den Touchschalter hier vorne. Und wer sagt, ich will jetzt das aber nicht gemütlich indirekt haben, sondern ich möchte einfach lesen, hat, wo ist denn hier der Schalter? Ach, hier oben am Kopfende nochmal eine kleine LED-Leuchte mit dabei, die auch eine USB-Lampe im Fuß mit integriert hat, dass ihr ein Handy oder irgendwas in der Richtung dort auch einfach laden könnt. Und das Ganze Solastrada typisch mit diesem ausgekleideten Thermovelour, einfach eine richtig gemütliche Atmosphäre. Gemütliche Atmosphäre ist alles schön und gut, aber wir wollen ja gucken, was wir hier wirklich für Maße haben. Hier auf der Beifahrerseite haben wir ein Bett mit 1,98,5, also ein amtliches, richtiges Bett. Und hier auf der Fahrerseite, das müsste etwas kürzer sein, haben wir 1,90 als Bett. Also ganz typische Aufteilung für Längsbetten. In der Breite, nehme ich mal hier im mittleren Bereich, ist ja beim Nova ist ja alles ein bisschen geformter, da kann man es an einigen Stellen breiter, an anderen schmaler. Hier haben wir 2,8 Meter, fast 2,9 Meter. Überall. Da hinter mir auch nochmal gemessen. 2,7 Meter. Also es macht einen kleinen Bauch, aber auch eine richtig breite Lösung. Was richtig cool ist, man sagt, das klingt nach einem gemütlichen Bett, da könnte ich mich aufhalten. Wo soll ich denn jetzt mein Kissen hinlegen, wenn ich mal in Ruhe lesen will? Braucht ihr nicht. Klappt einfach die Matratze hoch. Hier ist ein in der Höhe verstellbares Lattenrost drin und macht euch das einfach ein bisschen gemütlicher. Wenn ihr diesen coolen Ausblick genießen wollt, stützt euch einfach den Nacken ein bisschen. Also es ist wirklich ein durchdachtes, schönes Auto. Natürlich habt ihr aber überall dort drunter Lastrada typisch das punktelastische Lattenrost von Froli. Da drauf eine Kaltschaummatratze, also eine richtig gute und schöne Lösung. Hier unterm Fußende, ich merke schon, das wird heute ein längeres Video, weil wir viele Klappen aufmachen müssen und reingucken können, haben wir den Kleiderschrank. Damit man die Sachen komfortabel rein und rausnehmen kann, habt ihr eben auch die Möglichkeit von oben zu greifen. Man muss aber auch nicht jederzeit nicht immer das Bett wegnehmen, sondern kann natürlich auch hier oben alles zulassen und normal über die Klappe kommen. Übrigens auch im Kleiderschrank eine Lampe mit Bewegungsmelder, dass wenn die Tür aufgeht und es dunkel ist, die Lampe von alleine angeht. Die einzelnen Matratzen dürfen wir nicht vergessen zu messen. Hier haben wir 80 cm, das wird, denke ich, auf beiden Seiten das gleiche sein. Ja, ich habe zwar 81 gemessen, aber das wird auch eine 80er Matratze sein. Und Kopffreiheit hier oben drüber haben wir 90 cm. Also einfach ein komfortables Bett. Und ihr seht ja, ihr wisst mein Format, 1,92, aufrecht, sitzend, passe ich hier wunderbar hin. Der Einstieg ist halt mega komfortabel, weil wir wirklich von dem Bodenniveau, auf dem Chris da vorne steht, 2 große Stufen nach vorne gehen. Hier einmal einen Durchstieg nach hinten haben. Überall wie im Flugzeug so kleine Lampen haben, die kleine Bewegungsmelder mit dran haben, dass wenn ihr losgeht, die Lampen automatisch an sind. Und dann habe ich einfach die Stufen, die mit nach unten gehen. Und durch die Stufen und diesen Längsbettgrundriss habe ich halt auch super viel Stauraum.
Einmal hier eine große Schublade, die geht noch weiter raus, aber da ist mein Fuß jetzt im Weg. Da drunter gucken wir doch auch mal rein, auch eine riesen Schublade. Und was haben wir hier vorne? Ah, wie cool, Apothekerauszug. Also im Prinzip wahrscheinlich ein Schrank, der nachher eher der Küche zugeordnet wird, dass man einfach dort noch ein bisschen mehr Stauraum hat, weil die Küche natürlich bei so einem 7 Meter Auto mit Längsbetten jetzt nicht riesengroß ist. Das Podest, wir verschenken keinen Millimeter, so wie wir das von Lastrada kennen, natürlich mit einer großen Schublade. Kleiderschrank hatten wir eben schon geöffnet und da drunter, das könnt ihr auch mit reingucken, da sieht man, wie tief das in den Doppelboden runtergeht. Also ich denke, das wird ein Stauraum ausreichend für alle sein. Was man hier auch schön machen kann, ist, wenn man sagt, Längsbetten sind toll, aber vielleicht will ich es gerne auch mal ein bisschen kuscheliger oder ich muss ein Enkelkind mitnehmen, was in der Mitte liegt. Dann könnt ihr das Bett natürlich auch vergrößern. Dafür hat Lastrada hier vorne einen kleinen Auszug mit eingebaut. Und dann gibt es die passenden Matratzenteile dazu. Und so habt ihr dann unterm Strich nachher ein Bett. Das ist ja hier dann der breiteste Teil. Ein Doppelbett mit 1,50 Breite, wenn man so schläft, plus hier im Oberkörper und Fußbereich noch ein bisschen mehr Breite. Und nicht mal das ist richtig hoch. Das ist so, wie wir das in vielen anderen Kasten auch haben. Das heißt, auch hier könnte ich jetzt mich wunderbar draufsetzen und das Bett da hinten genießen. Also insgesamt glaube ich einfach ein Schlafbereich, der über keine Zweifel erhaben ist. Das hier hinten, wie gesagt, ist keine Klappe, sondern einfach der Durchgriff in die Garage, dass man dort hinten wunderbar rankommt. Ja, das ist das Bett. Lass uns mal weiterschauen, was die Küche und die Nasszelle so können. Ja, herzlich willkommen im Badezimmer. Und man darf hier wirklich schon Badezimmer sagen. Es ist nicht mehr nur eine Nasszelle, sondern wir haben eine Toilette, wir haben eine Dusche, wir haben ein Waschbecken und das Ganze auch für ausgewachsene Menschen wunderbar funktionabel. Was toll ist, ist, dass das Fenster in der Nasszelle serienmäßig ist. Das ist auch ein Milchglasfenster, das heißt, da gibt es keine Möglichkeit durchzugucken. Wir machen das hier mal ein bisschen auf, weil es heute richtig schön warm ist. Und auch da habt ihr natürlich noch zusätzlich Fliegengitter und Verdunklungsrollo, dass wenn man auf dem Topf sitzt, es aufhaben kann und trotzdem ein bisschen frische Luft reinkommt. Heute wollen wir aber richtig viel Luft, weil so langsam der Sommer kommt. Und es dürfte euch allen jetzt ordentlich in den Fingern kribbeln, dass ihr eure Autos, die ihr schon habt oder die ihr hoffentlich bald bekommt, nutzen wollt und bald endlich auch wieder könnt und dürft. Und wer jetzt noch keins hat, für diesen Sommer wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp, aber entscheidet euch demnächst, damit es wenigstens für den nächsten Sommer klappt. Beim Nova müsstet ihr übrigens wahrscheinlich sogar bis zum übernächsten Sommer warten, weil wir leider beim Nova echt wahnsinnig lange Lieferzeiten haben. Ich glaube, wir haben noch ein EB und ein M, die zum Ende 22 noch verfügbar sind, also rechtzeitig zur Reisesaison 23. Ansonsten seid ihr wahrscheinlich auch schon darüber hinaus. Also wer ernsthaftes Interesse hat, so makaber das klingt, demnächst auf uns zukommen, damit ihr euer Auto rechtzeitig für dann die Reisesaison 23 habt. Ist leider so. Das ist vielleicht der einzige Nachteil momentan, dass die Lieferzeiten sehr, sehr lang sind. Das zeigt aber auch, wie seriös Lastrada wirtschaftet, wo eben nicht gesagt wird, komm, die Leute kaufen gerade viel, wir bauen einfach doppelt so viel, sondern es wird ganz klar gesagt, wir halten unsere Linie, wir bleiben unserer Linie treu, wir bauen nicht mehr Autos, als wir können, wir halten die Qualität weiterhin hoch. Lange Lieferzeiten sorgen für die Leute, die Autos haben, für hohe Wertstabilität und wir bauen lieber individuell mit etwas mehr Vorlauf genau das, was ihr haben wollt, als Autos zu haben, die plötzlich irgendwo überall stehen und dann einfach vielleicht zu viele da sind. Ja, aber wir wollen uns ja heute mit dem Auto auseinandersetzen, damit ihr wisst, ob ihr den haben wollt oder nicht. Fangen wir mit den ganz einfachen Sachen an. Großer Schrank, schöne Kante, Rüttelkante mit drin, Rüttelkante unten auch Magnet gehalten, richtig schön, richtig gut. Wenn du hier einmal um die Ecke gucken kannst, überall in dem Fahrzeug haben wir Lichtleisten mit drin. Alles über Dimmer geregelt, ein- und auszuschalten, so dass man auch nachts das hier so ein bisschen indirekt hell machen kann. Und eine ganz normale Dometic-Kassettentoilette mit der Keramikschüssel drin. Also auch eine schöne und vernünftige Lösung. Interessanter wird das schon hier auf der anderen Hälfte. Ich stehe jetzt hier, wir haben zwar einen Teppich gerade drin liegen, aber ich stehe jetzt hier gerade in der Duschwanne. Und jetzt fragt ihr euch zum einen, wo ist das Waschbecken? Und zum anderen, wie geht das hier alles auf? Weil im ersten Step ist das alles zu. Machen wir hier oben die Lampen aus, auch dort eine integrierte Lampe mit dabei. Wir machen hier einmal kurz den Schrank auf.
Auch da haben wir 1, 2, 3 Ebenen. Alle Ebenen schön mit Rüttelkanten, dass man da auch was reinstellen kann. Und hier unten in der Mitte habe ich einen Pushlock hinter. Und wenn ich das geöffnet habe, wir machen das mal wieder zu, damit ihr besser gucken könnt, kann ich hier öffnen. Jetzt, und sobald ich es aufmache, habt ihr bestimmt gesehen, geht hier das Licht mit an und ihr habt das Waschbecken dort mit dabei. Der Wasserhahn kommt hier quasi von der Seite. Und dann habt ihr die ganze Mischarmatur hier an der Seite. Das Wasser läuft da hinten schön in der Rinne nach hinten weg. Und wenn man fertig ist mit Abwaschen, kann man es entweder einfach so offen lassen. Das hat hier ja alles feste Plätze. Oder ihr nehmt das ganze Waschbecken, klappt es einfach hoch. Beim normalen Fahren reicht das so. Das ist hier auch richtig ziehen. Da sind Magnetverschlüsse drin, da muss man schon richtig dran ziehen. Wer aber für eine Vollbremsung oder zum Duschen das zu haben will, kann hier oben auch wieder arretieren und hat dann die ganze Wand hier bündig und kann duschen. Und zwar duschen mit einer Duschwand, nicht mit einem Vorhang, wie wir es normalerweise aus den Kasten kennen. Ich muss mich hier nicht großartig anstrengen, dass das irgendwie passt. Ich muss den Bauch nicht einziehen. Ich kann das hier mal zumachen. So, und wenn du einmal hier, ist vielleicht nicht die schönste Perspektive, aber wenn du einmal hier oben mit rüber guckst, dann kann man einfach sehen, wie viel Raum ich hier habe. Ich kann hier wirklich, so stehe ich jetzt in der Ecke, aber ich kann mich hier wirklich waschen. Ich kann sogar mich mit meinem Format hinknien, mir die Füße waschen und alles, was da unten sonst noch so gewaschen werden will. Also durchaus eine vernünftige Lösung. Und wenn ich fertig bin, wenn ich fertig bin, klappe ich das zusammen, gewusst wie. Und arretiere das Ganze hier, das ist schön auf Spannung und dann habe ich das mit drin. Und so habe ich einfach wirklich das sogenannte Badezimmer. Abgetrennt wird das Ganze mit einer großzügigen Schiebetür, die wie alles andere in dem Fahrzeug hier mit einer Magnetleiste hier wunderbar mit drin ist. Und so ist eben auch der Ein- und Ausstieg wunderbar. Der nette Nebeneffekt der breiten Tür hier ist, wenn ich mal raus darf, dass man, wenn man mal an den Kühlschrank ran will, einfach auch einen Schritt zurück in die Nasszelle machen kann und wunderbar an die Dinge hier rankommt und dadurch dann eben das Arbeiten in der Küche hier hinten einfach deutlich angenehmer ist. Lastrada typisch haben wir den coolen Kocher, den wir aus den anderen Fahrzeugen kennen. Mit dem gesamten Gitter hier oben einfach richtig robust, richtig gut sauber zu halten und das Ganze eine Fläche. Und integriert mit unserem großen Waschbecken hier, was richtig schön quadratisch ist, eben auch eine richtig gute Lösung. Die Küche ist jetzt nicht riesengroß, aber wenn ihr es runtergeklappt habt, was haben wir hier? 1,5 Meter. Wer will, kann das Ganze noch um eine Arbeitsfläche hier erweitern, die übrigens auch super praktisch ist, wenn man gemeinsam den Tisch deckt. Einer stellt hier die Sachen drauf, der andere räumt sie draußen raus, dann muss man sich nicht alles direkt in die Hand reichen. Und auch das natürlich mit Magnet, wie Philipp mal irgendwann gesagt hat, vollkommen verschleißfreier Magnet da unten mit drin. Ansonsten ist die Küche zugegebenermaßen relativ klein. Wir haben hier eine große Besteckschublade und darunter 2 separate Schubladen. Hier ist ein kleiner Mülleimer mit drin. Dann sollten wir nicht vergessen, besagten Apothekerauszug, den wir rechnerisch der Küche hier einfach mal mit zuordnen. Und bei Lastrada kein Zentimeter wird verschenkt, auch unter dem Kühlschrank, das kleine Fach, was noch hier ist. Irgendwas findet ihr bestimmt, was da reinpasst. Der Kühlschrank selber, hier ist es jetzt ein Kompressorkühlschrank. Wahlweise gäbe es den auch als Absorberkühlschrank. Das könnt ihr wie alles andere bei Lastrada eben aussuchen. Und so, denke ich, hat man einfach eine richtig schöne Küche, die alles kann. Und dadurch, dass das hier offen ist, habe ich einfach eine riesen Sichtachse, die von ganz vorne bis ganz hinten geht. Und dadurch hat dieser Wagen einfach ein mordsmäßig geiles Raumgefühl, in dem man sich richtig wohlfühlen kann. Bevor wir uns der Sitzgruppe vorne widmen, nochmal die Stehhöhen für euch. Einmal haben wir hier, wo es am höchsten ist, 2,08 Meter. Das sollte für die meisten unserer Kunden reichen. Dann haben wir hier im Flur quasi in der Küche, ich meine, man sieht ja, ich stehe aufrecht hier, 1,98,6, also nahezu 1,99. Und in der Nasszelle, die Decke macht einen kleinen Bogen, deswegen messe ich hier einfach auch mal 2 Punkte. Vor der Toilette haben wir 1,90 und in der Dusche
haben wir 1,97,2. Alles mit innenliegendem Teppich gemessen. Das heißt, ihr könnt eigentlich auf jedes Maß, was ich gerade gesagt habe, noch einen groben halben Zentimeter mit drauf rechnen. Ebenfalls Lastrada typisch, sollten wir nicht vergessen zu sagen, haben wir hier einen kleinen Trennvorhang mit drin, der da hinter der Wand wunderbar verschwindet. Der wird hier einfach rübergezogen und so könnt ihr eine klare Trennung zwischen Schlafen, Umziehen, Toilette und solche Dinge haben und dem Wohnen vorne. Zum einen, wenn einer früher ins Bett geht, damit man eine klare Trennung hat, zum anderen aber vielleicht auch, wenn man mal irgendwo steht, wo man sich nur mal schnell am Strand umziehen will oder wenn man nicht will, dass jemand von außen reingucken kann, eben auch die Möglichkeit, nur hier zuzuziehen, vorne alles offen zu lassen und trotzdem nackt vom Klo ins Bett zu kommen oder zurück. Ja, über der Tür sammelt Lastrada sämtliche Bordelektrik. Wir haben hier Wechselrichter, Heizung, zentrales Bedienteil von Lastrada mit allen möglichen Tastern. Und darüber haben wir einfach nochmal einen zusätzlichen Stauraum, der wahrscheinlich so eine praktische Ablage ist für alles, was irgendwie technisches Kleingerät, Handys und solche Dinge mit ist. Und dann kommen wir zu meinem Lieblingsposten oder in Sachen Stauraum. Und zwar ist das dieses Fach hier unten. Das Sideboard ist einfach eine Traumlösung für nahezu alles. Zum einen ist es ein toller Frühstücksplatz, wenn man den Tisch mal nicht aufgebaut hat, einfach seine Sachen hier drauf stellen zu können, ein Glas Wein abstellen zu können, wenn vielleicht der Tisch voll ist mit einem Brettspiel. Und wenn man das nicht braucht, könnt ihr es aufklappen, habt ein Riesenfach, wo alles reinpasst, wo wir zum Beispiel auch toll den Fernseher anbauen können, dass wenn ihr es hochklappt, ihr einfach hier den Fernseher drin habt, dass man quasi 2 Fernsehpunkte hätte. Einmal könnte man sich dann ganz gemütlich hier hinsetzen, perfekte Blickhöhe dort. Oder ihr könntet euch hier hinsetzen. Hier, ich habe jetzt Schuhe an, ich will das nicht machen, weil es nicht mein Auto ist. Perfekt zum Beine hochlegen. Fernsehsessel mit 2 Armlehnen, der perfekte Chef- oder Chefinnen Sitz hier vorne. Wenn wir schon die Sitze hier sehen, bevor wir gleich beim Sideboard weitermachen, das, was hier verbaut ist, dass das Leder ist, könnt ihr erkennen. Wir haben hier zusätzlich den Klimakomfortsitz mit drin. Das heißt, neben der Sitzheizung haben wir auch eine Sitzkühlung mit drin. Deswegen ist hier in der Mitte das perforierte Leder, weil da ein kleines Gebläse mit drin ist, was, wenn ihr bei Temperaturen wie heute fahrt, wo man dann ja doch dazu neigt, dass es am Rücken relativ warm werden kann, pustet der euch am Hintern und am Rücken richtig schön trocken. Bin ich ehrlicherweise selber noch nicht gefahren. Das Feedback der Kunden ist so, dass sie sagen, das ist schon cool. Ist aber eine Zwangskombination mit Leder, weil man nur bei Leder diese Perforation und die Belüftung vernünftig hinbekommt. Ja, das Sideboard. Wir haben jetzt hier in dem Sideboard, weil ich das eine wichtige Ablagefläche finde, nochmal eine 230, kommst du hoch, eine 230 Volt Steckdose und 2 USB-Steckdosen verbaut, dass man eben auch, wenn man nur was reinlegt, das wunderbar benutzen kann. Und dann ist hier drunter noch eine große Schublade. Der Rest des Kastens hier ist kein Fach, sondern das ist von außen der Gaskasten für die 2x11 Kilo. Und was ich halt auch bei unserem Nova, der alte Nova hatte dieses Sideboard auch schon, immer wunderbar fand, ist, dass man sich einfach auch, wenn man irgendwie mal kurz quatschen will, hier wunderbar auf die Kante setzen kann. Das ist übrigens das 3. Mal wunderbar in einem Satz gewesen, aber es ist auch wirklich wunderbar, hier oben zu sitzen. Und man irgendwie so den Blick in alle Richtungen hat, das ist nicht richtig hingesetzt, das ist aber eben auch nicht mehr stehen und damit irgendwie gemütlich. Ich mag es aber sowieso, mich mal auf so eine Tischkante oder so draufzusetzen. Und hier könnt ihr das mit gutem Gewissen machen. Lastrada Möbelbau, robuste, coole Sache. Insgesamt haben wir eine schöne Sitzgruppe hier vorne. Ich würde mal sagen, die ist richtig komfortabel für 3. Die funktioniert auch für 4. Die besten Sitzplätze sind natürlich Fahrer- und Beifahrersitz auf diesen SKA-Pilotensitzen, gerade wenn es dann eben dieser Klimakomfortsitz ist. Aber da habt ihr so viel Einstellmöglichkeiten. Das gucken wir uns gleich nochmal an, wenn wir das in Fahrposition gedreht haben, damit wir das Cockpit nochmal anschauen können. Hier oben, damit wir heute wirklich keine Klappe, beim ersten Rundgang in so einem neuen Auto sollte man ja wirklich an alles denken und ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Sollten wir was vergessen haben, schreibt es unten mit in die Kommentare, dann reichen wir das beim nächsten Nova-Video nach. Oder antworten euch auf die Kommentare, soweit wir das wissen, was ihr fragt. Hier haben wir ein schönes Fach. Übrigens auch hier. Vielleicht sollten wir einfach mal Lampen zählen, weil hier sind so viele Lichtleisten in dem Fahrzeug drin, dass wirklich in jedem 1, 2, 3, da hinten überall, ach soweit kann ich gar nicht zählen, auf jeden Fall überall Lampen mit drin. Genauso wie hier vorne die beiden Leselampen. Um einen Platz für den Tisch zu haben während der Fahrt, habt ihr hier oben die Ablage. Das könnt ihr zum einen wie bei so einem Kastenwagen als Fach nutzen, wo ihr
Wolldecken, Jacken, alles Mögliche reinstopft. Das sieht natürlich immer ein bisschen unaufgeräumt aus. Die Grundidee ist aber eigentlich, den Tisch drauf zu legen, das Ganze hochzuklappen. Dann hat der Tisch während der Fahrt einen schönen Platz. Ihr habt einen komfortablen Durchstieg von vorne nach hinten und man muss sich darüber keine Gedanken machen. Und auch wenn hinten Leute sitzen, kann man dann schön nebeneinander sitzen. Das ist ein cooler Sitzplatz. Also es ist auf jeden Fall total gemütlich, aber ich mag die Sitzposition im Mercedes auch gerne. Und mit den Pilotensesseln und dem Lenkrad und diesen, das ist halt echt PKW-mäßig. So eine Mischung aus Trucker und PKW. Irgendwie fühlt man sich wie der Chef der Straße, hat aber gleichzeitig die Optik von so einem Sportwagen auf der Straße. Was hier wirklich gemütlich ist, ist mit den beiden Armlehnen. Ihr könnt euch das einstellen, wie ihr es haben wollt. Beim Mercedes können wir die Lenksäule rauf, runter, vor und zurück verstellen. Mit dem Automatikgetriebe habt ihr hier so kleine Schaltpedal mit dran, wo man auch einen Überholvorgang mal etwas früher einleiten kann, wenn man sagt, in der nächsten Lücke muss ich dann doch mal am LKW vorbei. Ihr könnt Abstandsregel, Tempomat, also Distronic und solche Dinge hier im Lenkrad bedienen. Ihr könnt das ganze Infotainment, was Mercedes hat, im Lenkrad bedienen. Serienmäßig hat der Sprinter Keyless Go, das heißt, Schlüssel muss im Auto sein, dann reicht der Startknopf. Ja, wir sollen Tankstellen suchen, das ist ja auch alles richtig. Dann machen wir hier den Ton vom Radio aus. Trittstufe fährt automatisch rein und ihr habt hier im Prinzip, wenn der hat jetzt das große MBUX oder MBUX, das ist die Navigation mit dem 10 Zoll Querschnitt, wo man alles mit drin haben kann und eben auch über Sprachsteuerung, direkten Einstieg alles erklären kann. Über so einen Schnellzugriff kommt ihr immer auch an die Assistenzsysteme mit Spurhalte, halt das, was wir uns vorhin alles besprochen haben, kann ich mir alles schnell anschauen. Und es ist halt irgendwie schon cool gemacht. Das sind halt diese hochauflösenden Displays in den Autos, sind wirklich eine super coole Lösung. Insgesamt aber eben Schnellzugriff auf alles, was ihr so braucht. Und in dem Augenblick, wo ich in Rückwärtsgang gehe, schaltet der automatisch um dann und macht hinten die Kamera mit auf. So, das machen wir wieder zu. Was cool ist, dafür gehe ich einmal kurz aus, Motor aus, und dann gehe ich mal kurz raus. An den Sitzen ist zum einen eben die Belüftung. Was ich aber richtig cool finde, ist, dass man hier das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber für mich immer wieder so eine Killer-Applikation, dass man einfach wirklich sagt, für den großen Mensch mit langen Beinen ziehe ich den Sitz ganz nach vorne und habe eine riesen Beinauflage. Dann kann ich den ganzen Sitz hier in der Neigung verstellen. Und auch für Leute mit etwas kürzeren Beinen einfach nach hinten schieben und die Neigung einstellen, dass sie gut an die Pedale kommt. Und so findet wirklich jeder seine Sitzposition. Wir haben so oft Leute, meist ist ja R deutlich größer als sie, selten umgekehrt, kommt aber auch vor, dass wirklich beide, egal wie weit ihr auseinander seid, gute Sitzpositionen findet. Das Ganze super komfortabel, beheizt, belüftet mit Lordosenstütze, alles, was das Herz begehrt. Insgesamt einfach eine komfortable, gute Sitzposition. Ja. Das ist der Lastrada Nova EB. Ein absolut einzigartiges Auto. Es gibt unglaublich viele Fans. Ich finde es ein tolles Auto. Ich finde es vor allem ein super besonderes Auto. Von der Innenoptik, von dem Grundriss, von der Nasszelle. Einfach diese Gesamtkonstellation. Mercedes Sprinter, GFK Monocoque-Kabine, Heckgarage, Einzelbetten. Sicherlich eine richtig geile Lösung. Dass das in dieser Individuallösung ein bisschen teurer ist als die meisten anderen Fahrzeuge, die es in dem Segment gibt, ist auch klar. Aber es war ja schon immer so, dass guter Geschmack bekanntlich ein klein wenig teurer ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich war es heute spannend, den Nova EB mal in allen Details ganz neu kennenzulernen. Wenn ihr noch Fragen zum Fahrzeug habt, wenn ihr sagt, hey, das ist genau das Auto, was ich haben will und das will ich jetzt bei dem Mann da vorne bestellen, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Dann kriegen wir sicherlich einen Termin, bringt ein bisschen Geduld mit, dann machen wir eine richtig schöne Konfiguration von eurem Traum Nova EB. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Besucht mich auch im nächsten Video. Alles Gute und bis bald. Bis dann. Tschüss.